Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campinglust TV. Ich bin der Marvin und ich bin mit euch heute hier bei Cleox und stelle euch einen Wohnwagen vor, der gerade mal 220 Kilogramm wiegt. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein? Deswegen habe ich für euch im Interview heute Stefan Rumsch von Cleox. Hallo Stefan. Hallo. Ja, mein Name ist Stefan Rumsch von der Firma Cleox aus Leipzig. Ich nutze mal die Gelegenheit und stelle euch unseren kleinen Wohnwagen her, wobei Wohnwagen ist nicht ganz richtig, ist eher ein Schlaf- und Campinganhänger. Vielleicht mal ganz kurz zu uns. Wir sind eine ganz junge Gesellschaft aus Leipzig, haben die Idee entwickelt in den letzten 5 Jahren. Der Hintergrund war, wir sind zu zweit, wir kommen beide vom Camping her, vom Zelten. Aber wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat und dann auch mehrmals im Regen auf dem Boden geschlafen hat, ja, kam die Idee, wir wollten Camping etwas bequemer, sage ich mal. Aber wir wollten eben auch kein Wohnmobil. Und so ist die Idee entstanden, was zu entwickeln, was uns schützt, deshalb Shelter, mit einer Hülle aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Leicht sollte es sein, klein sollte es sein und es sollte immer noch Camping sein. Also nicht Glamping, sondern Camping. Das heißt simpel, einfach, nicht viel drumherum und deshalb auch noch ein Preis, den sich viele auch noch leisten können. Genau, und so ist unser Cleox Shelter entstanden. Genau, das Wichtigste wurde schon gesagt, 220 Kilogramm nur, das heißt prädestiniert für kleine Autos, für E-Autos, selbst an Quad kann es dran, an die Ente oder wie man hier unten zum Beispiel sieht, auch an den Smart kann den Shelter also auch ziehen. Hier in dem Modell haben wir jetzt vorne eine Möglichkeit, zum Beispiel auch 2 Fahrräder mit zu transportieren. Dort gehen sogar 2 E-Bikes drauf, bis jeweils 30 Kilo pro Schiene. Ein kleines Gimmick hier unten vielleicht noch, wenn wir gerade hier sind. Alle haben immer nach Stauraum gefragt. Ja, hier haben wir eine kleine Lösung. Das heißt, hier kann man eine ganz normale Eurobox verstauen, die ist auch wasserdicht. Und da mich Leute immer gefragt haben, ihr habt ja gar keine Küche dran, das konnte ich so nicht stehen lassen. Und deshalb haben wir dann praktisch hier unsere Küche integriert. Ganz einfache Camping-Küchenausstattung kann man dann eben hier rein schieben und dann hat man seine Küche immer dabei. Wie gesagt, es geht um Camping, nicht um Glamping. Genau, und jetzt gucken wir vielleicht mal noch einen kleinen Blick ins Innere. Von außen wirkt unser Shelter immer sehr kompakt, ist er auch. Aber drinnen haben wir eine Liegefläche von 2,10 Meter mal 1,25 Meter. Und solange man sich mag, kann man dort auch zu zweit drinnen übernachten. Genau, ansonsten ist alles recht spartanisch gehalten. Also wir haben keinen Elektroanschluss, wir haben kein Wasser, keine Toilette, sondern das ist rein zum Schlafen da. Strom kann man zum Beispiel durch so eine Powerbank lösen oder wir machen eine Durchführung unten, sodass man auch Landstrom reinlegen kann. Genau, hier gibt es noch ein kleines Board über den 2 kleinen Fenstern, die gehen jeweils zum Ausklappen, haben so einen Insektenschutz und eine Verdunklung dabei, sodass man sich dann also in der Nacht auch wohlfühlen kann. Genau, hier vorne am Eingang, der ganze Anhänger ist ja vom Zelt her gedacht, da haben wir noch so einen Zelteingang, wie man das kennt, eben vom Zelt mit einem Insektenschutz. Wenn es im Sommer eben sehr warm ist, lässt man das einfach auf. Oder wenn man mehr Privatsphäre haben will, kann man das einfach runter machen mit 2 Wegereißverschluss, wie man es vom Zelt kennt. Der Gimmick hier ist noch beim Shelter, da die meisten Anhänger ja oder Campinganhänger in der Regel die meiste Zeit in der Gegend rumstehen, haben wir uns gedacht, den muss man auch noch im Alltag nutzen können. Und deshalb gibt es hier auch schon Zooösen. Das heißt, wenn ich die Matratze rausnehme, dann kann ich den Shelter auch im Alltag als ganz normalen Transportanhänger, Stichwort Ikea und Baumarkt, nutzen, sodass ich einfach auch noch eine Lösung habe. Genau. Dann haben wir unsere Kunden immer gefragt, nein, wir wollen das innovative Konzept nicht so haben. Wir wollen eher diesen, sag ich mal, Teardrop-Anhänger, wie man ihn so kennt. Deshalb haben wir jetzt unseren Festival entwickelt. Genau, ich mache mal die Tür noch kurz zu, dass man das mal so im Gesamten sieht. Ahmt also diese klassische Teardrop-Form nach und hat einen Seiteneingang. Ne? Wichtig war uns eine große Tür, damit man also bequem ein- und aussteigen kann.
Von den Platzverhältnissen ist es das gleiche, also auch 2,10 Meter mal 1,25 Meter Liegefläche. Auch wieder unsere 2 kleinen Fenster drin. Genau, und hier kann man zum Beispiel noch eine Dachreling dran machen, wo man eine Markise befestigen kann. Man kann aber auch ein Dachzelt draufsetzen, auf beide Anhänger. Genau. Auch hier wieder unten diese kleine Staubox, damit man was mitnehmen kann. Und die Innenausstattung ist ähnlich wie beim Shelter. Auch mit den Netzen, die 2 Fenster, Innenraum ist gefilzt, um dieses Raumklima zu gestalten. Genau. Und sonst auch wieder einfach, wiegt auch nur 220 Kilogramm. Und das ist einfach für viele Leute das Entscheidende. Also einmal, dass es von kleinen Autos gezogen werden kann, aber auch alleine manövrierbar ist. Gerade für viele Frauen ist das wichtig, die sich auch gar nicht getrauen, einen riesen Wohnwagen hinten dran zu hängen. Also wenn man Camping möchte, ist man bei uns genau richtig. Ja, prima. Stefan, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Und wenn ihr Interesse habt an diesem schönen kleinen Kleox, dann schaut doch mal auf der Internetseite kleox.de vorbei und zögert nicht, Kontakt aufzunehmen. So, das war wieder mal eine Folge von Campinglust TV. Ich bedanke mich bei euch allen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.